Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wie ihr sehen könnt, startet auf F9 schon bald wieder der World Boss. Ein Tag, 21 Stunden nur noch bis dahin. Wir gucken uns heute dahingehend auch ein paar kleine Bilder an, die schon aufgetaucht sind. Marvin hatte wieder ein paar World Boss Gegner gezeichnet, die sehr cool aussehen. Das schauen wir uns gemeinsam an. Weitere Infos in Bezug auf Ende Mai, was dort ansteht bezüglich Dokumi und so weiter und so fort. Das alles hier in dem Video heute. Ja, also der World Boss steht schon vor der Tür hier auf F9. Wir werden natürlich wieder reingehen, mal gucken. Ich werde es auch dieses Mal wieder testen und schauen, wie es geldtechnisch im Vergleich zum letzten World Boss aussieht, ob wir da genauso viel bekommen für weniger Geld jetzt diesmal, ne, und so weiter und so fort. Aber ja, nach wie vor der World Boss immer noch ein Feature, was jetzt in der Community bisher noch nicht wirklich so Platz gefunden hat, sag ich mal. Ne? Deswegen schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Bezüglich World Boss, findet ihr, das ist eher ein Feature, was ins Game gehört oder was ihr jetzt, worauf ihr eher verzichten könntet, so, ne? Mal gucken, wie es dann auch nach dem World Boss aussieht, ob es dann in der Community besser aufgefasst wird, aber ich glaube, es wurden ja nur so ein paar kleine Changes gemacht. Ich glaube, es müsste sehr viel am World Boss geändert werden, dass es der Community auch so gefällt, ne? Weil nach wie vor habe ich persönlich immer noch das Gefühl, dass es in der Community nicht ganz so wirklich aufgenommen wird, und ich selbst muss auch sagen, ja, World Boss ist jetzt nicht so mit mein Lieblingsfeature von den 3 temporären, die wir haben im Vergleich zum Elevator und Legendary Dungeon, ne? Genau, dazu gucken wir uns mal ein paar Bilder an, denn es sind ein paar neue Zeichnungen aufgetaucht. Wir sehen, dass wir hier so ein bisschen mehr Grafiken vielleicht in den Hintergrund bekommen, was ganz nett ist auf jeden Fall, ne? Ein bisschen mehr Atmosphäre ist definitiv immer eine coole Sache. Und dann haben wir hier schon die ersten Zeichnungen von den neuen World Boss Gegnern. Also man kann wirklich halten, was man will vom World Boss, aber die Zeichnungen, die Marvin dort immer macht, die sind schon sehr, sehr cool. So, ne? Also wirklich mal so ganz rein objektiv betrachtet von dem, wie der World Boss ist und was da, ne, Balancing-technisch, Kostenfaktor und so. Die Grafiken und Designs, muss man sagen, die Marvin da jedes Mal raushaut, sind 1A. Ne? Und Marvin kann da ja auch nichts dafür, ne, wie der World Boss halt designt ist vom Game Design her so. Ne? Er zeichnet ja nur die Grafiken, und da muss man sagen, die Grafiken, die sind jedes Mal immer sehr, sehr cool. World Boss technisch, designtechnisch, muss ich sagen, echt witzige Sachen mit dabei. Ne? Man sieht hier auch schon den nächsten World Boss. Also da kann man wirklich nicht haten. Die sind immer einen Blick wert und vor allen Dingen auch einen kleinen Lacher wert auf jeden Fall. Da merkt man, ne, der Zeichenstil von Shakes and Fidget, beziehungsweise halt Marvin Clifford, so der die ganzen Grafiken dafür anfertigt und sowas, ne, das verlernt man auf jeden Fall nicht. Der Stil bleibt immer noch gleich, der witzige, ja, Grafikstil, den wir von Shakes and Fidget halt auch so kennen, wird auch hier bei dem World Boss definitiv so durchgewunken. Ja, viel mehr Fotos habe ich hiervon gar nicht. Also viel mehr hatte ich da jetzt auch im Stream jetzt auf schnelle Welle nicht gefunden bei Marvin. Aber ich denke mal, da werden wir ja auch dann zeitnah was dazu sehen. Ansonsten ist, glaube ich, heute ist ein neuer Post online gekommen im Blogbereich der Webshop-Seite. Und da sehen wir hier das Community-Treffen auf der Dokumi. Freitag, Samstag, Sonntag ist ja die Dokumi. Also sind dann quasi 29., 30. und 31. Da ist ja die Dokumi und da ist auch der Shakes and Fidget Stand auf der Messe. Und am 31., also am Sonntag, den letzten Tag auf der Messe, ist ein Community-Treffen geplant am Shakes and Fidget Stand. Und dort werde ich dann auch vor Ort sein. Ich werde definitiv den ganzen Tag am Sonntag auf der Dokumi am Shakes and Fidget Stand chillen oder beziehungsweise da im Umkreis irgendwo. Und genau, dort kann man die ganzen Creator auch antreffen. Wie gesagt, unter anderem auch mich. Ich bin da auch für einen Tag da. Und das Ganze findet in der Halle 9, Booth 9 H08 statt. Ja, also da muss man dann
irgendwie hinfinden. Auf jeden Fall ja, sind das hier so die Infos dazu. Findet in Düsseldorf statt. Ne? Was wir für einen Stand geplant haben, das haben wir ja schon alles gesehen. Kommt am Sonntag, den 31.05. um 12 Uhr zu unserem Meetup am Stand vorbei, quatschen mit anderen Community-Mitgliedern, ein paar unserer Content-Creator und unseren Artists treffen, also ein paar Zeichner sind da ja auch vor Ort. Während des Meetups könnt ihr euch außerdem exklusiven Loot sichern. Wichtigsten Infos: 29. bis 31. Meetup ist am 12., also da genau ist dann das Community-Treffen geplant, ne? Am Sonntag um 12. Und genau, wie gesagt, auf der Dokumi Stand 9H08 Halle 9 findet das Ganze statt. Genau, ja, ich bin wie gesagt da vor Ort, ne? Ich freue mich auf euch, ich hoffe, wir sehen da vielleicht das ein oder andere Gesicht aus der Community, das wäre auf jeden Fall ganz cool, ne? Ich hatte ja erst gesagt, dass ich auf der Messe dort nicht dabei sein werde, weil für mich ja 700 Kilometer hin und 700 Kilometer zurück für nur 8 Stunden dort vor Ort auf dem Stand ist natürlich ja, nicht worth, sag ich mal, aber ich habe es ja auch schon ein bisschen im Stream angespoilert, angeteasert gehabt. Ich bin da ja nicht ohne Grund oder fahre da einfach nur so hin. Ansonsten wäre das für mich ins Wasser gefallen. Also das hätte ich nicht in Kauf genommen, für einen Tag da vorbeizukommen. Aber und das ist tatsächlich ganz cool und vielleicht will da ja auch der ein oder andere mit drauf sein. Shakes & Fidget bzw. Playa Games ist auf uns zugekommen. Uns heißt in dem Falle auf Sergio und mich, ob wir nicht vielleicht für den offiziellen YouTube-Kanal von Shakes & Fidget, also ne, nicht der Official-Kanal auf Twitch, sondern auf YouTube, ob wir nicht da vielleicht ein Video produzieren können vom Stand der Messe. Da wir ja, also da Sergio und ich ja ein sehr eingespieltes Team sind, in der Vergangenheit hatten wir ja auch viele Projekte zusammen gemacht und viele coole Videos sind dabei entstanden, unter anderem auch das Playa Games Video, was ihr vielleicht kennt, das ist ja auch von Sergio produziert worden in Zusammenarbeit mit mir und das kam ja auch sehr gut an. Des Weiteren haben wir ja auch die Tierschutzvideos zusammen aufgenommen und die hatte auch das Gnadenhof-Video, das Tierschutzbund-Video und das Behind-the-Scenes-Video von der Tiernotrettung hatte Sergio ja auch editiert und geschnitten. Und die sind ja auch alle sehr hochwertig produziert. Und ja, ich denke mal, das wird vielleicht dann auch Playa Games gesehen haben und hatte dann aufgrund dessen uns dann gefragt, ob wir nicht für deren YouTube-Kanal ein Video machen können, wo wir halt so ein bisschen den Stand von der Messe dort vor Ort zeigen, ein paar Interviews mit ein paar Community-Mitgliedern führen oder mit Artists oder Leuten, die Cosplays dort vor Ort machen und die ganzen ja, Aufgaben bzw. Stände oder ja, wie soll ich sagen, das, was man schon in dem Video hier gesehen hatte, ich glaube, das war hier, ne, wo der Stand so ein bisschen ja, mit KI gezeigt worden ist, dort halt eben auch ja, in echt dann wirklich zeigt und einfach so eine kleine Zusammenfassung von dem Tag halt eben aufnimmt und den Stand halt eben präsentiert. Genau, und das ist unsere Aufgabe den Tag, deswegen ich bin nicht ganz ohne Grund da und wie gesagt, wäre das nicht gewesen, wäre ich auch gar nicht dort aufgekreuzt, weil das für mich eine zu lange Anreise ist, ne? Aber jetzt sind wir quasi im Auftrag von Playa Games dort vor Ort und shooten halt das Video von der Dokumi über den Shakes & Fidget Stand, ne? Und genau, vielleicht ja, sieht man ja das ein oder andere Gesicht von euch und mit ein bisschen Glück kriegt man da ja vielleicht auch so ein kleines Interview oder einen kleinen Shot zusammen und das landet dann eventuell sogar auf dem Official-Kanal von Shakes & Fidget, ne? Deswegen, ja, schaut da auf jeden Fall vorbei. Der Hauptzeitpunkt, wie gesagt, ist halt dann um 12 Uhr am Sonntag und da wird dann die komplette Community, denke ich mal, dort vor Ort sein und da werden wir definitiv eine sehr coole Zeit haben. Ja, ich konnte ja letztes Jahr leider nicht mit auf der Polaris sein, weil ich dort meinen Geburtstag gefeiert hatte. Letztes Jahr im Oktober, am 12. wurde ich ja 30 und genau da war auch die Messe gewesen auf der Polaris.
Deswegen konnte ich dort leider nicht sein. Hatte mich auch sehr geärgert, aber ja, ich meine, ich hatte trotzdem eine gute Zeit gehabt, so ist nicht. Ne? Es ist nur schade, dass das halt beides auf einen Tag gefallen ist, sonst wäre ich da auf der ersten Messe von Shakes & Fidget dort auch schon gewesen. Aber ich denke mal, falls Polaris, und ich gehe von aus, dass die dieses Jahr auch wieder stattfinden wird mit Shakes & Fidget, auch dort vor Ort ist, dann bin ich auch da und dann werden wir, wer jetzt nicht zur Dokumi kommen kann, kann dann halt eben zur Polaris kommen und da werde ich definitiv dann auch am Start sein. Die 3 Tage sind es, glaube ich, dort vor Ort und genau. Ja, das auf jeden Fall soweit dazu. Auch wenn das, glaube ich, auch wieder auf meinen Geburtstag fällt. Ich glaube, die Polaris ist leider immer jedes Jahr zur gleichen Zeit circa und das trifft, glaube ich, immer so ganz genau meinen Geburtstag circa. Ne? Und ja, mal schauen. Aber diesmal ist es nicht so ein besonderer Geburtstag wie letztes Jahr, von daher passt das soweit für mich auch. Und ja, das sollen noch soweit die Informationen für das heutige Video gewesen sein. Ne? Ja, schreibt mir sehr gerne mal unter die Kommentare, ob ihr am Start seid mit der Dokumi oder dann erst vielleicht Ende des Jahres im Oktober zur Polaris. Ne? Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten war es das soweit von mir und wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.